Jetzt kommt das schwierigste Kapitel, in dem wir Europäer uns zu verändern schienen. Von einer Gesellschaft, die geschworen hatte, nie mehr wegzusehen, in eine, die beschloss, lieber gar nichts mehr zu sehen. Aber warte mal, zunächst sollten wir noch mal kurz zurück in der Zeit. Zurück zu dem Prozess gegen unsere Landsleute, den Kapitän und den Eigentümer des Schiffs Cap Anamur in Italien. Il PM aveva chiesto la condanna a 4 anni per il presidente della Cap Anamur e il comandante della nave e l'assoluzione per il primo ufficiale. Ich habe mich total gefreut, dass wir freigesprochen wurden, was man ja auch, hat er sich garantiert auch. Aber natürlich kommt gleich der zweite Gedanke, was wir da gerne machen würden. Wer traut sich das noch, wenn man dafür 6 Jahre vor Gericht steht? Ne? Für die beiden Freunde verlief es letztendlich glimpflich. Ihr Prozess hätte ein abschreckendes Beispiel sein sollen, aber die Justiz hatte nicht mit der Streitlust des normalen europäischen Bürgers gerechnet. Der eilte zur Hilfe, ohne erst einmal ein Gesetzbuch zu Rate zu ziehen. I volunteered on the island of Lesbos as an emergency responder, and for this I was held in pretrial detention for 106 days without charge. So I was in prison for 3.5 months. Donc je suis dans la vallée de la Roya, la frontière franco-italienne. Je suis poursuivi par la justice pour avoir hébergé des gens, pour avoir transporté des gens en migration. Le procès est toujours en cours et je risque 4 mois de prison avec sursis pour cela. Jeg blev dømt som menneskesmugler efter at have hjulpet en syrisk flygtningefamilie med ophold, det vil sige, at jeg serverede kaffe for dem, sodavand, kanelsnegle og lod dem bruge toilettet. Og så gav jeg dem et lift til en togstation. For det fik jeg en bøde på 25.000 danske kroner eller 14 dages fængsel. Ich war Kapitänin des Rettungsschiffs Juventa, bis es im August 2017 beschlagnahmt wurde. Heute bin ich eine von 10 Besatzungsmitgliedern der Juventa, gegen die in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt wird. Darauf stehen bis zu 20 Jahre Haft und horrende Geldstrafen dafür, dass wir Leben gerettet haben. Jetzt steht uns ein jahrelanger Schauprozess bevor, der uns etwa 500.000 Euro kosten wird. Das hier ist Pia Klemp. Ihr Kapitänszeugnis machte sie extra, um Bootsflüchtlingen entgegenfahren zu können. Pia fuhr auf Schiffen verschiedener privater Hilfsorganisationen und nahm in einem Jahr mehr als 14.000 Migranten aus dem Mittelmeer an Bord. Ich denke, wenn man das erste Mal Leute wirklich um ihr Leben schreien hört, in tiefster Verzweiflung, das ist etwas, was man nicht vergisst, aber genauso wenig wie das erste Mal, wenn dich jemand anguckt und sich einfach dafür bedankt, dass du da warst. Das ist unvergesslich. Es war jedoch schnell vorbei mit den Rettungsaktionen auf dem Meer. Im August 2017 wurde Pias Schiff im Hafen von Lampedusa beschlagnahmt. In den letzten Jahren setzten die europäischen Regierungen alles daran, solche Rettungsschiffe am Auslaufen zu hindern. Pia sitzt auf jeden Fall gezwungenermaßen am Kai. Und für ihre Besatzung ist es jedes Mal wieder die Frage, ob sie auslaufen können. Und deshalb schlagen sie manchmal die Zeit mit einer kleinen Rundfahrt im Lübecker Hafen tot. Frustriert, denn wenn sie nicht ausfahren können, können sie keine Menschen retten. Aber auch vor allem, weil damit die Idee hinter der Sea-Watch verloren zu gehen droht. Sea-Watch wurde damals gegründet, deswegen auch der Name Sea-Watch, weil die erste Idee war eigentlich, nicht direkt Menschen zu retten, sozusagen ein Rettungsschiff zu sein, sondern darum, diese, ich sag mal, Blackbox, das Mittelmeer. Es ist schwierig für Journalisten, dorthin zu kommen und Videoaufnahmen zu machen und den Menschen zu zeigen in Europa, was dort passiert. Deswegen haben wir selbst Leute, die Videos machen und viele Kameras auf dem Schiff, um einfach auch zu dokumentieren, was passiert. Und wenn wir nicht dort sind, dann passiert auch, also dann wird auch nichts gezeigt und dann interessiert es auch keinen. Und deswegen legen wir sehr großen Wert darauf, alles aufzunehmen und aufzuzeichnen. Ein Schiff als Blackbox des Meeres, die aufzeichnet, was ansonsten verborgen bleiben würde. Die zeigt, was wir lieber nicht sehen. Und auch nicht mehr sehen dürfen, wenn es nach dem italienischen Innenminister geht, der mit viel Tamtam
und mit Unterstützung der EU die Kontrolle über das Mittelmeer an die libysche Küstenwache übertrug. Ai primi di febbraio noi abbiamo firmato un accordo con il governo libico di cooperazione nell'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Die libysche Küstenwache bekam Geld, Patrouillenboote und Training, um die Migranten daran zu hindern, europäische Gewässer zu erreichen. Auch werden es Organisationen wie Sea-Watch so schwer wie möglich gemacht, was zur Folge hat, dass sie nicht mehr dokumentieren können, wie die Libyer vorgehen. Ansonsten würden wir täglich mit Bildern konfrontiert, wie mit diesen. Nach dem Notsignal eines Schlauchboots treffen sich die libysche Küstenwache und Sea-Watch mitten auf dem Meer. Das Schlauchboot ist gerade gekentert und mindestens 7 Menschen sind in akuter Lebensgefahr. Die Helfer wissen, dass jemand, der nicht schwimmen kann, nur 30 Sekunden im Wasser überleben kann. So guys, take the persons in. Take the persons in now. Gennaro, the persons in now. Und dann sind wir Zeuge vom Schrecklichsten. Händen, die für immer untergehen. Can't you bring her up? Von der Brücke aus konnte man dann auch eigentlich alles sehen, was neben dem libyschen Schiff und drumherum passiert, weil wirklich jede Sekunde und jede freie Hand über Leben und Tod von einem Menschen entscheiden kann. No, them first. He doesn't have life jackets. Okay, come on board. Come. Uns war erzählt worden, dass die Europäische Union weder Kosten noch Mühe gespart hatte, die libysche Küstenwache darin zu trainieren, Menschen auf See zu retten. Und dennoch tun die Libyer hier nichts, um die Migranten vor dem Ertrinkungstod zu retten. Die sogenannte libysche Küstenwache hat in mehreren Fällen gezeigt, dass ihr Hauptziel es nicht ist, dort rauszufahren und Menschen zu retten. Nicht nur das, sondern auch, dass sie aktiv unser Schiff zum Beispiel gebordet haben mit bewaffneten Personen. Damals, als sie als Lifeline gefahren ist, wo auch Schüsse gefallen sind. Was man hier sieht, ist gerade ein Coast Guard Menschen, der quasi filmt, was da passiert. Und eigentlich, also wenn man da vor Ort war, hat man sich gefragt, warum filmt er eigentlich, warum rettet er nicht? Can you take him in, please, now? Komm hier, komm hier. Oder auch die libysche Küstenwache Kartoffeln auf unsere Schnellboote geworfen hat. Und das ist natürlich schon ganz klar, da muss man nicht mehr diskutieren, wenn man gerade dabei ist, Menschen, die ertrinken, aus dem Wasser zu ziehen und jemand die Idee hat, nach unten zu gehen in die Küche, nach Kartoffeln zu suchen, diese Kartoffeln rauszunehmen, nach oben kommt und diese Kartoffeln in vollem Bewusstsein auf jemanden wirft, der gerade dabei ist, einem anderen Menschen das Leben zu retten. Ich glaube, viel mehr muss man darüber nicht sagen, dass das Menschen sind, denen es nicht darum geht, dass Menschen gerettet werden, sondern die in Kauf nehmen, dass Menschen sterben. Die meisten Migranten, die auf dem Schiff der libyschen Küstenwache gelandet sind, riskieren lieber ihr Leben, als dass sie zurück nach Libyen müssen. Dieser Mann zum Beispiel springt vom Schiff, nachdem er eine Tracht Prügel bekommen hat. Er hält sich an einer Leiter fest, aber die libysche Küstenwache tut so, als sehe sie nichts und fährt mit Vollgas davon. Ein italienischer Marinehubschrauber bemerkt, dass ihr libyscher Partner zu weit geht und greift ein. Erst dann ziehen die Libyer den Mann wieder an Bord. Gennaro, okay? Everything okay? Die Bilanz von dem Tag war, dass etwa 40 Menschen widerfahren ist, dass sie zurück verschleppt wurden, dass
wir 60 Menschen an Bord hatten, die wir gerade noch aus dem Wasser ziehen konnten und dass etwa 40, 50 Menschen völlig unnötigerweise da an Ort und Stelle ihr Leben gelassen haben. Die Menschen, die überlebt haben an diesem Tag, haben alle Angehörige verloren und wussten nicht, ob diese Angehörigen gerade da ertrunken sind oder zurück nach Libyen verschleppt worden sind. Und sie wussten alle nicht, was schlimmer ist. Die europäische Außengrenze, die tödlichste Grenze der Welt ist, das ist noch nicht mal ein Geheimnis, das ist auch keine Überraschung, das ist gewollt. Keiner von diesen Toten aus dem Mittelmeer ist ein Unfall. Liebe Menschenrechtsfundamentalistinnen, vielen Dank, dass ich hier heute sprechen darf. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich hier auf eurem Europaparteitag sagen könnte, es geht nur um Europa, um die sogenannten europäischen Werte und all das. Es geht mir leider auch nicht darum, dass ich und andere freiwillige Seeleute möglicherweise für bis zu 20 Jahre in Europa ins Gefängnis müssen, weil wir uns strikt an internationales Recht gehalten haben. Es ist viel schlimmer. Es geht um einen Grundsatz, der gerade in diesem Land 74 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und 70 Jahre nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht zur Debatte stehen dürfte. Es geht darum, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Ich glaube, in 50 Jahren wird man noch mal mehr als jetzt die Frage an vorherige Generationen stellen, wie konntet ihr das zulassen? Ihr habt es doch gewusst. Es kann doch nicht sein, dass ihr das nicht gewusst habt, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Es kann doch nicht sein, dass ihr nichts dagegen gemacht habt. Genau die gleichen Fragen, die ich meinen Großeltern gestellt habe. Pia zielt auf unser Schuldgefühl ab. Gerade wir Deutschen sollten es besser wissen, dürften nicht wegschauen angesichts der Tatsache, dass das Mittelmeer ein Massengrab geworden ist. Aber es ist eine ungemütliche Wahrheit für alle Europäer. Wir haben es gut hier und Angst davor, dass andere mitprofitieren. Also exportieren wir unser Problem, lassen die Libyer die Drecksarbeit für uns machen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wir geben lieber den Menschen die Schuld, die den Plan durchkreuzen, Menschen wie Pia, die uns zwingen, hinzugucken. Es bleibt die Frage, was wir mit dem scheinbar unaufhaltsamen Strom an Migranten tun sollen, die viele von uns angesichts der Wahlergebnisse der letzten Jahre hier lieber nicht sehen wollen. Ertrinken lassen ist wohl die zynischste Lösung. Was können wir tun? Die meisten normalen Bürger fühlen sich machtlos. Ich bin auch ein normaler Bürger. Zu mir ist auch keiner gekommen und hat gesagt, oh, gut, dass ich Sie hier an der Ampel treffe. Können Sie bitte Kapitänin auf einem Meeresschutzschiff werden oder Kapitänin in der zivilen Seenotrettung? Ich glaube, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, das wir heute haben, diese Passivität und darauf warten, irgendwo abgeholt zu werden. Dass man sich so einfach macht, ja, die Politik, ja, dann bau halt Parallelstrukturen auf, dann sei halt aktiv, dann mach was, mach halt einfach, sei mündig. Jeg samlede en flygtningefamilie op med 2 små børn. For det blev jeg dømt som menneskesmugler, og min mand og jeg fik en bøde på 50.000 kroner. Mais tout ça n'a absolument eu aucun impact sur ma détermination à aider ces gens qui sont dans une grande souffrance. Et depuis, je crois que maintenant, ça fait 2 ans que j'héberge. J'ai eu une quinzaine de nationalités différentes. Je continue à héberger. Je n'ai pas peur parce que je sais que ce que je fais est juste.